TOX präsentiert ein modernes Füge- und Servobremssystem Electric Drive Core, besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. Die bewährte Mechanik Electric Power Drive, den kompakten Servoumrichter Power Module Core, der TOX-Software, hier auf dem UDI-Panel, HMI-Panel dargestellt. Das Power Module Core hat die primäre Aufgabe, den Servomotor zu regeln. Die Applikation auf dem Power Module Core wertet Kraftsensor und Wegsignale aus. Die Sensorauswertung kommt von der Edge Unit, die dezentrale Intelligenz. Zusätzlich zu der integrierten Sensorik können externe Messinstrumente das System erweitern, wie zum Beispiel einen externen Kraftsensor, der unter dem Bauteil verbaut sein kann. Zum einen bedeutet das Closed Loop Monitoring oder noch genauer einpressen durch das Umschalten während der Fahrt auf den externen Sensor am oder unter dem Bauteil. Die TOX-Software vervollständigt das Bild und kann auf dem Linien-PC, dem Kunden-PC oder dem optionalen TOX UDI-Panel dargestellt werden. Unser Electric Power Drive besteht im Wesentlichen aus den folgenden Hauptkomponenten: dem Gehäuse, dem Servomotor mit integriertem Resolver, dem Planetengetriebe, der Riemenübersetzung und letztendlich der innenliegenden Spindel, hier eine Planetenrollengewindespindel. Außerdem integrieren wir einen Kraftaufnehmer und die dezentrale Intelligenz, die Edge Unit. Wir von TOX Presentech haben bereits über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Pressen und Fügen. Angefangen hat das Ganze mit dem Kraftpaket, dem pneumohydraulischen Pressensystem. Seit 2002 sind wir mit dem elektromechanischen Pressensystem bei unserem Kunden vertreten. Das System ist dort als Servopressen oder Fügemodul bekannt. Und jetzt, seit 2021, haben wir die ganze Erfahrung, die wir sammeln durften und natürlich auch unsere Leidenschaft in unser Electric Drive Core einfließen lassen. Mit wenigen Daten können wir Ihre Anfrage auslegen, eine optimale Lösung aus unserem sehr breiten Portfolio anbieten, zum Beispiel mit Ihrer benötigten Kraft und Art der Anwendung. Wenn die Presskraft bei Ihnen noch nicht bekannt ist, können wir auch in unserem Technologielabor Versuche mit Ihrem Bauteil durchführen. Das ist tatsächlich immer sehr interessant, was dabei dann rauskommt. Durch unsere Auslegung der Berechnung bekommt der Kunde von uns die zu erwartende Zykluszeit, den Energieverbrauch und die Spindellebensdauer, maßgeschneidert auf seine Anwendung. Anwendungen, wo wir mit unserem Electric Drive Core unterwegs sind vielfältig. Blechverbindungen wie das Clinchen oder auch Toxen genannt, klassisches Einpressen und Montieren, Halten oder Fügen wie bei der Brennstoffzelle und Battery Stacks und vieles mehr. Hier auf dem Tisch haben wir einen EQE-K5, den Electric Power Drive. Der EQE-K5 kann maximal 5 kN fahren. Hier vorne haben wir unseren Arbeitskolben, hier einen Abstreifer und eine Hülse und die Feder. Wir simulieren quasi mit diesem System, mit unserem Demo-Kit, eine wirklich reale Kraft. Hier in dem Fall mit der Feder eine nahezu lineare Kraft. Das Ganze schrauben wir drauf. Hier auf meinem PC habe ich jetzt die TOX-Software vorinstalliert und wir haben eine aktive Verbindung zwischen der Software oder meinem PC und dem Demo-Koffer. Ich kann jetzt von dieser Software aus, auch von Hand aus starten. Ich habe hier einen Prozess schon vordefiniert. In der Anlage können Sie natürlich auch von Ihrer SPS aus starten. Wir sehen hier einen typischen Kraftwegverlauf. Hier in der Y-Achse zeigen wir die Kraft in Kilonewton an und hier auf der X-Achse die Position in Millimetern. Wenn wir uns genauer die Position zwischen 41 und 42 mm anschauen, dann sehen wir, dass hier die Kraft ansteigt. Das bedeutet, dass an dieser Stelle der Arbeitskolben auf die Feder auftrifft. Und hier unser Prozess fährt hier bis 1 kN. Genau, wir befinden uns hier in dem Dashboard auf der dritten Seite. Dort haben wir diese Darstellung jetzt als Widgets ganz groß genutzt. Aber das Dashboard ist frei konfigurierbar. Das heißt, auf der zweiten Seite haben wir andere Widgets dargestellt und auf der ersten Seite wieder weitere. Wir haben jetzt nur eine Achse verbunden, deswegen ist das immer die gleiche Kurve. Aber klar ist, man kann auch mehrere Achsen mit einer Softwareumgebung darstellen. Was man hier jetzt sieht, sind verschiedene Zooms aus dieser gleichen Kurve, also in den Kraftanstieg, auf den Endwert oder auf den Knickpunkt. Und wir sehen jetzt unten auch die Geschwindigkeit und die Zeit über Weg dargestellt. Und das Ganze ist frei konfigurierbar, welchen Zoom man wie darstellen möchte und von welcher Achse. Was wir hier jetzt auch haben,
ist die Möglichkeit, unseren Prozess zu überwachen. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal in einen Graphen groß da. Könnte mir hier jetzt verschiedene Spuren anzeigen lassen. Dargestellt ist in Gelb einmal die Ableitung meines Kraftwegverlaufs. Also sehen wir hier eine Referenz über der Steigung meines Kraftwegverlaufs. Klar ist, da wo der Kolben auf die Feder trifft, springt die Ableitung auf einen höheren Wert und wir nutzen diesen Effekt, um einen Knickpunkt zu erkennen. Wenn ich jetzt an der Hülse ein bisschen rausdrehe und noch einmal fahre, wird dieser Knickpunkt entsprechend logischerweise nach rechts wandern. Was wir hier haben, wir fahren jetzt ebenso auf die 1 kN wie vorher auch dargestellt. Der Knickpunkt haben wir aber erkannt. Ebenso ist es auch möglich, dass unser System beim Erkennen des Knickpunkts den Prozess als IO, als in Ordnung, abbricht. Zusätzlich zu Knickpunkterkennen haben wir weitere mathematische Funktionen, die wir einbinden können. Ebenso haben wir die vollwertige Fensterüberwachung, somit die vollständige Prozessüberwachung integriert. Das bedeutet, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Fenster. Ebenso können wir aber auch ein 5. Fenster integrieren. Und somit, durch unter anderem diese Fenstertechnik, können wir vorgelagerte Produktion überwachen, unsere eigentliche Produktion, was mit dem Electric Power Drive getan wird, überwachen und somit auch das Produkt als IO, qualitätsgesichert als IO, an die nächste Anlage übergeben. Genau, als letzte Funktion der Software möchte ich jetzt noch kurz das Archiv zeigen. Wir sehen jetzt hier verschiedene Kurven, die wir gefahren sind und könnten jetzt auch diese Kurven übereinander legen. Und da sehen wir sehr schön, dass wir die Hülse rausgedreht haben, also dass der Knickpunkt sich verschoben hat. Diesen Knickpunkt kann ich anzeigen lassen oder auch an die SPS übertragen oder weitere Funktionen damit ausführen. Das war's zu unserer kurzen Vorstellung. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und auf neue Herausforderungen. Vielen Dank. Dankeschön.